Deutsch ist die erste Fremdsprache, die ich mir selbst beigebracht habe. Ich hatte auf dem Gymnasium in Italien schon Englisch und Französisch gelernt und dabei meine Begeisterung fürs Sprachenlernen entdeckt. Und der Moment war gekommen, meine erste Fremdsprache außerhalb der Schule zu lernen. Hallo, mein Name ist Luca Lampadiello und heute erzähle ich euch, warum und wie ich Deutsch gelernt habe und worin für mich die größten Schwierigkeiten beim Lernen dieser Sprache lagen. Zuerst zu dem Warum. Ein alter Freund meiner Eltern konnte 5 Sprachen fließend, darunter Deutsch. Und ich war fasziniert von den Gesprächen über Geschichte, Philosophie, Sprachenlernen und den vielen anderen interessanten Themen, die ich immer hörte, wenn meine Eltern ihn und seine Familie zum Abendessen einluden. Ich werde nie den Moment vergessen, in dem ich auf ein staubiges Buch über deutsche Grammatik im Regal meiner Großmutter stieß. Ich war begeistert, dass ich Lernmaterial auf Deutsch gefunden hatte, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass das Buch kein guter Einstieg in die deutsche Sprache war. Es war eher eine Bestrafung. Erstens war es genauso staubig wie langweilig, denn es enthielt nur Grammatikerklärungen und Übungen. Und zweitens war der ganze Text in gotischen Buchstaben geschrieben. Und natürlich gab es kein Audiomaterial. Aber die Wahrheit ist, es war die einzige Ressource, die ich damals zur Verfügung hatte. Ich hatte fast schon den Plan aufgegeben, Deutsch zu lernen, als ich durch reinen Zufall auf einen neuen Sprachkurs namens Il Tedesco per te de Agostini stieß. Dieses Buch war interessant gestaltet, farbenfroh, voller Bilder und es gab Audioaufnahmen dazu. Plötzlich hatte ich wieder Lust, das Ganze zu versuchen. Ich fing an, jeden Tag zu lernen. Der Kurs war genial und machte mir so viel Spaß, dass ich jeden Tag, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, Deutsch lernte. 1 oder sogar 2 Stunden pro Tag. Am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich mir mit dem Kurs die Sprache selbst beibringen sollte. Aber meine Lust, die Sprache zu lernen, war einfach zu groß. Wenn man genau weiß, wofür man etwas tut, dann findet man einen Weg, zum Ziel zu kommen. Nach wenigen Wochen hatte ich eine Technik entwickelt, die extrem wirkungsvoll für mich war und ich seither verwendet habe, um alle anderen Sprachen zu lernen. Die bidirektionale Übersetzungstechnik. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, klicke bitte auf den Link im Beschreibungsfeld. Fast 2 Jahre später hatte ich endlich die Möglichkeit, Deutsch mit Muttersprache anzusprechen. Ich war in einem Sommerlager auf Sardinien und es gab einen Haufen Deutsche. Und ich meine eine Menge. Ich hatte niemals ein Wort Deutsch mit jemandem gesprochen, aber dank all dem Input, den ich in den 2 Jahren bekommen hatte, fing ich zu meiner großen Überraschung an, plötzlich zu sprechen. Und viel. All dieser Input, diese Leidenschaft und die Begeisterung, die ich fast 2 Jahre hintereinander jeden Tag eingesetzt hatte, zahlten sich schließlich aus. Meine sprachlichen Fähigkeiten blühten auf, buchstäblich. Je überraschter die Deutschen waren, wie gut ich die Sprache konnte, desto mehr wollte ich lernen, lesen, hören und sprechen. Die Leute fragten mich am Strand die ganze Zeit, woher kannst du so gut Deutsch? Du wohnst bestimmt in Deutschland, oder? Das Lustige ist, dass, wie eben schon gesagt, ich vor diesem Sommer in Sardinien noch nie Deutsch gesprochen hatte. Ich wusste also nicht wirklich, wie ich auf die Frage, woher mein Deutsch kam. Das Lustige ist, dass, wie eben schon gesagt, ich vor diesem Sommer in Sardinien noch nie Deutsch gesprochen hatte. Ich wusste also nicht wirklich, wie ich auf die Frage, woher mein Deutsch kam, antworten sollte. Und etwas anderes passierte in jenem schicksalhaften Sommer. Ich lernte ein deutsches Mädchen kennen. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen und nachdem der Sommer vorbei war, fingen wir an, uns lange Liebesbriefe zu schreiben. Ich erinnere mich noch an meine Beklommenheit, als ich ihre Briefe im Briefkasten fand und nun auf Deutsch antworten musste. Nach dieser Erfahrung ist Deutsch Teil meines täglichen Lebens geworden. Tja, genug von mir und meinen Sommerabenteuern. Lass uns nun ein bisschen über die Sprache selbst reden. Deutsch hat ein paar Besonderheiten, die einige Probleme bereiten können. Erstens, Deutsch hat grammatikalische Fälle. Man sagt, der Mann ist groß. Aber wenn man zum Beispiel das Verb sehen hinzufügt, sagt man, ich sehe einen großen Mann. Der Fall spiegelt sich hauptsächlich im Artikel wider, aber es gibt auch Wörter, deren Schreibweise sich nach dem Fall richtet. Zum Beispiel, der Philosoph ist weise, aber ich spreche mit einem weisen Philosophen. Wie du siehst, muss man in diesem Fall nicht nur den Substantiv ändern, sondern auch das Adjektiv und den Artikel. Aber hier ist die gute Nachricht.
Im Allgemeinen sind die 4 Fälle im Deutschen kein großes Problem, vor allem wenn man sie mit anderen Sprachen vergleicht, zum Beispiel Russisch oder Polnisch. Was die Aussprache im Deutschen anbelangt, ist dank verschiedener Reformen der deutschen Rechtschreibung im Laufe der Zeit das System der Aussprache klarer geworden. Man schreibt Deutsch, wie man es spricht. Wenn man einmal verstanden hat, wie das System funktioniert, ist es relativ einfach, es zu erlernen und zu benutzen. Die Aussprache im Deutschen ist ein faszinierendes Thema, das ich aber aus Zeitmangel hier leider nicht vertiefen kann. Wenn ihr an dem Thema interessiert seid, kann ich gerne ein eigenes Video über die Besonderheiten der deutschen Aussprache machen. Wie ist es nun mit dem Wortschatz? Deutsch ist berüchtigt für seine langen Wörter. Zum Beispiel Rechtsschutzversicherungsgesellschaften oder Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Mein Lieblingswort ist Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Ein Wort, das den Preis für das deutsche Wort oder Unwort des Jahres 1999 gewonnen hat. Abgesehen davon würde ich sagen, dass die eigentliche Herausforderung für mich der deutsche Satzbau gewesen ist. Warum ist der Satzbau so schwierig für einen englischen, italienischen oder spanischen Muttersprachler? Der Satzbau, wie das Wort schon andeutet, ist die Art, wie man Sätze aufbaut. Also wie man Wörter zusammenfügt, um Bedeutung zu schaffen. Im Deutschen funktioniert dies ein bisschen anders als in den romanischen Sprachen oder in Englisch. Wenn man nur einen Absatz hat, der mit einem Subjekt anfängt, ergeben sich noch keine Schwierigkeiten. Zum Beispiel kann man auf Deutsch sagen, Berlin ist eine coole Stadt. Puh, das war relativ einfach. Aber wenn du den Nebensatz ich finde das hinzufügt, gehen die Schwierigkeiten schon los. Denn dann muss das Verb ans Ende des Satzes. Ich finde, dass Berlin eine coole Stadt ist. Okay, das ist noch machbar. Aber hör dir diesen Satz einmal an. Ein Originalsatz aus dem Roman Die Verwandlung von Franz Kafka. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Wie du dir vorstellen kannst, kann das Ganze verwirren und es braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen und die Satzstellung in Handumdrehen richtig zu benutzen, wenn man mit Muttersprachen kommuniziert. Nochmal ein Thema für ein anderes Video. Okay, sollte man nun aus all dem schließen, dass es unmöglich ist, Deutsch zu lernen? Nein, überhaupt nicht. Es ist doch so, jede Sprache hat ihre Eigenheiten. Wenn du sie lernen willst, wenn du genau weißt, wofür und dann eine Methode findest, die für dich funktioniert und Spaß macht, sind alle diese grammatikalischen Schwierigkeiten kein Hindernis. Und wenn du jeden Tag mit Leidenschaften lernst, wird dein Gehirn die Sprache schnell absorbieren. Glaub mir. In 2010 habe ich die berüchtigte C2-Prüfung des Goethe-Instituts gemacht und mich dann darauf konzentriert, meine Deutschkenntnisse zu perfektionieren, weil ich mich bei einer Konferenz-Dolmetscherschule in Paris angemeldet hatte, die ein sehr hohes Niveau verlangte. Um mich vorzubereiten, habe ich jeden Tag Nachrichten und Podcasts gehört, Bücher und Zeitschriften gelesen und mindestens 3-mal pro Woche Episode von Tatort geschaut, einer Krimiserie, die jeder Deutsche kennt. Du kannst einen Haufen Links und Ressourcen in meinem Blog finden, den ich zu dem Thema geschrieben habe. Während dieser Zeit habe ich mich dann auch mit einigen deutschen Muttersprachen angefreundet und ein paar umgangssprachliche Ausdrücke gelernt, die ich nie aus dem Versehen oder einem Wörterbuch gelernt hätte. Und ich glaube, das ist es, was den Unterschied ausmacht. Eine Sprache zu benutzen. Wenn du eine Sprache wirklich sprechen willst, sollte sie ein Teil deines Lebens werden. Ich freue mich riesig darüber, dass Deutsch Teil meines Lebens geworden ist. Es ist eine schöne Sprache, die es mir ermöglicht hat, viele interessante Menschen kennenzulernen, merkwürdige Bücher zu lesen, Filme zu sehen und wirklich unvergessliche Erfahrungen zu machen. Ohne Deutsch wäre das alles nicht dasselbe gewesen. Tja, das ist also meine Geschichte mit Deutsch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, dass sie euch inspiriert. Wenn ihr interessiert seid, werde ich noch mehr Videos über Deutsch machen und euch im Detail erklären, wie man mit Grammatik, Satzbau, Präpositionen und anderen kniffligen Themen umgeht. Und zum Schluss nun eine Frage an dich. Lernst du Deutsch oder sprichst du es fließend? Was sind deine Schwierigkeiten mit der Sprache und zu welchem Thema hättest du gerne weitere Informationen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wie immer, danke und wir sehen uns im nächsten Video.